Herzlich willkommen, liebe Gamer und Gamerinnen. Ich begrüße euch ganz herzlich. Und damit wir auch gleich starten können, werden wir uns erstmal die Infokassette reinziehen. The CFA are gearing up for a large-scale attack against Angola's MPLA government. They're assembling an armored column to the north of Nova Braga Airport and will be ready to move soon. We've been contracted by the MPLA to put a stop to them. But the civil war will keep burning on, whether we accept this job or not. Another East-West proxy war with the communist MPLA on one side and the capitalist-funded CFA on the other. An endless seesaw of blood and violence played out in the hands of the superpowers. I had my doubts at first, but I think we should take this job. Skullface is gone, but Cypher still remains. Competition with rival PFs will only get more intense. For us to survive, we need to expand our organization and get strong enough that no one can threaten us. So our only option is to fight and grow, and fight and grow. Okay. Mission accepted. Gut, das hat dem nicht so wirklich gut getan. Auch der Tod von Skullface konnte anscheinend Miller nicht so richtig von seiner Rachelust heilen, aber das ist egal. Wir wissen jetzt, worum es geht, können uns also gut auf das Ganze vorbereiten. Und wenn ich mir das hier so anschaue, das Scharfschützengewehr brauchen wir eigentlich nicht, aber vielleicht sollten wir ein bisschen was Krasseres mitnehmen. Das klang laut Kassette schon ziemlich aufregend. Vielleicht so ein paar Minen oder sowas. Das wäre doch ganz cool. Aber ich glaube, die sind hier bei Unterstützungswaffen. Das ist eine Schlafgasmine. Ja, eigentlich brauchen wir die doch nicht, oder? Vielleicht so eine geile Anti-Fahrzeugmine oder sowas. Das wäre doch cool. Ja, das sieht doch gut aus. Eine ATB-Mine. Elektromagnetische Netzmine. Aha. Aha. Gut, die zerstören das gleich. Die würde das Fahrzeug erstmal außer Gefecht setzen. Und dann können wir es ja vielleicht sogar noch mitnehmen. Das klingt gar nicht mal so schlecht. In Quiet werden wir mit dem Betäubungsscharfschützengewehr ausrüsten. Was anziehen werden wir der natürlich nicht. Wir haben ja guten Geschmack. Und das sieht jetzt so erstmal ein bisschen übertrieben aus, aber ich habe so ein Gefühl, dass das ganz gut so ist. Bin ich ja echt gespannt, was uns erwarten wird. Wäre natürlich super, wenn wir den ganzen krassen Shit gar nicht wirklich einsetzen müssten. Das würde ja dann wieder für uns sprechen, aber manchmal muss es eben mehr sein. Episode 41. Stellvertreterkrieg. The CFA are assembling an armored column to the north of Nova Braga Airport. Your job is to wipe them out. Listen to the tape for the contract details. Just be aware that the column's commander served with 5 Commando and later made a name for himself in South Africa's 32 Battalion. He's a hardened veteran, so don't take him lightly. Boss, I have a report from the intel team. The targets are now on the move. I've sent their predicted route to your iDroid. Check your map. Okay, krass. Also das geht jetzt hier gleich voll zur Sache. Läuft offensichtlich auch auf Zeit. Das ist ja immer sowas, was ich überhaupt nicht leiden kann. Oh, dieser Stress. Gut, und dann orientieren wir uns kurz und dann stürzen wir auch schon los. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Da fahren sie zumindest lang. Ja, dass der mal an diesen Felsen hängen bleiben muss. Ah, die kommen recht schnell näher, also da sollten wir uns doch beeilen. Ah, hier ist doch schön, mitten auf der Straße. Legen wir doch mal unsere Mine aus. Da. So, dann schauen wir mal.
ob uns das was bringt. Theoretisch müsste, wenn das erste Fahrzeug da reinfährt, das zweite automatisch mitgestoppt werden, weil es ja anhält. Oh. Ich bin ja ein bisschen aufgeregt. Mal sehen. Okay, das zweite Fahrzeug ist ein Panzer. Krass. Yeah! Scheiße, wieso steht denn der Panzer jetzt nicht still? Ah, jetzt. Heißt es beeilen, bevor er weiterfährt. Schnell. So. Na komm. Erwischt. Schade, das zweite Fahrzeug haben wir leider nicht mehr bekommen. Hat denn der auch schon? Extraction arrived at Mother Base. Marker placed. Da sollten wir das eigentlich nochmal an einer anderen Stelle wiederholen können. Das mit der Mine hat eigentlich ganz gut geklappt. You have arrived at your destination. Hier ist natürlich leider keine Deckung irgendwie. Gehe ich mal gleich etwas hinter das Fahrzeug am besten. Na, das zweite steht da jetzt aber erstmal, wie es aussieht. Da kommt noch eins. Okay, also es ist dann jetzt doch bloß das eine. Gott sei Dank. So, dann kriegt man schon mal dahinter. Dann müsste es gleich stehen bleiben. Jetzt! Oh, schnell! Der Geschützturm! Puh. Das wäre fast ins Auge gegangen. So, und das andere Fahrzeug, kommt das jetzt auch hier lang? Müsste ja eigentlich. So, wird mir noch was... Ach, da kommt noch... Nee, das sieht aber aus wie irgendwie ein Helikopter. Vom Symbol her. Das macht es natürlich jetzt nicht gerade einfacher. Da hinten, da fliegt er doch. Das andere, das da hinten, das Fahrzeug, das scheint ja da noch rumzustehen. Vielleicht schaffen wir es in der Zeit, da vorne das noch einzusacken. Bevor der Heli, obwohl der kommt ganz schön schnell. Wow, was war das? Das ist quiet gewesen. Oh, puh. Enemy presence detected. The map has been updated. Quiet fehlt hier ein nach dem anderen. That's an enemy gunship. Don't try to take down a gunship from the front. You won't win in a head-to-head shootout. Try to get behind it and take it down with missiles. Okay, guter Tipp. Oh, komm, nur noch ein Stück, dann hab ich ihn.
Oh nein, er hat mich jetzt gesehen. Oh, ey, irgend so ein Spack, ja. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Schlaf schön. So, und jetzt schnell. Erwischt. Nice work, boss. The targets are almost history. Okay, der Heli, der ist jetzt da hinten gelandet. Da können wir doch bestimmt mit dem Raketenwerfer einen kleinen Gruß schicken. Jetzt schnell nachgeladen. Quiet, gib mir Rückendeckung. Komm nochmal, komm mal. Ah, verdammt. Scheiße. Hat mich jetzt gesehen? Hat mich jetzt gesehen oder nicht? Ich glaube schon. Aber das sieht nicht so, als würde der jetzt angreifen. Ich denke mal eher, der sucht mich jetzt, der guckt nach mir. Quiet gibt mir Deckung. Enemy presence detected. The map has been updated. Was hat Ocelot gesagt? Nicht von vorne, ne? So ein Ding angreifen. Ja. Die ist so toll. Oh. Also, das ist schon klasse, wie die einem Deckung gibt. Jetzt ist das eine Fahrzeug an mir vorbeigefahren. Aber den Heli, den erwische ich doch jetzt noch. Ein bisschen weiter vor. Ja. War's das? Nein, das war's noch nicht. Scheiße. Oh. Ah. Au. Scheiße, das bin ich jetzt. Oh, verdammt. Ich bin gleich hinüber. Ey, noch einmal. Ich muss bloß einmal richtig treffen. Der raucht ja schon. So. Jetzt. Hab ich dich klar. Der fliegt immer noch. Oh. Verdammt. Jetzt die nächste. Ja. Nice work. Bam, baby. Just one target left. Dann ist es jetzt bloß noch der da. Die schießen alle noch, die Schweine. Da ist es. Das ist meine Richtung. Ja, das guckt volle Möhre in meine Richtung. Jetzt schleichen wir uns mal von hinten an. Extraction arrived at Mother Base. Und dann müsste es das eigentlich gewesen sein.
get out of there. Mission info has been updated. Puh. Und jetzt irgendwie weg hier. Ja, es ist Marker placed. ein Stückchen, aber wir schaffen es. Oh nein, was ist denn das? Ah, die Sau. Ist der gepanzert? Verschwinde! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Alter! Der ist gepanzert. Ich raste hier aus. Ich brauche irgendwas anderes. Ja, nee, nicht das. Oh nein! Da war der Schalldämpfer hinüber. Ah. Oh, die Sau! Der ist übelst gepanzert! Das kann nicht wahr sein, ey. Ich kann jetzt nicht verrecken. Ich bin ja quasi kurz vorm Ziel. Oh. Ja. Ich arbeite jetzt, Mann. So, aber jetzt müssten wir eigentlich weit genug vom Feind weg sein. Weiter hat es noch diese Deckung gegeben. Einwandfrei. Komm, Quiet, verschwinde da. Ah, siehst du da oben auf dem Turm, das ist so cool. Also wir sind auf alle Fälle außerhalb des Gefahrenbereichs und sobald der Alarm zu Ende ist, sollte die Mission als erfüllt gelten. Ja, okay. Oh, es. Aber Großmaul. Das ist dann eher weniger interessant. Aber ich glaube, solange der Wichser, wenn ich den... das habe ich gerade nicht gesagt. Aber wenn ich den bösen Mann da ausschalte, aber so weit reicht leider mein Arm nicht. Dann ist bestimmt der Alarm gleich zu Ende. Wie lange dauert das denn? Aber der ist ja auch so gepanzert gewesen. Von daher wird Quiet den jetzt auch so nicht ausschalten können. Please select a deployment point. Vielleicht weil Quiet noch in dem Gebiet ist. Ich versuche die mal abzuziehen. Ist nur so eine Theorie. So lange hat das echt noch nie gedauert hier. So, jetzt ist er auch außerhalb des Gebietes. Ey, na, sag mal, also... Buddy has infiltrated out. The map has been updated. Tja. Please select a landing zone. Ach so, haha, ich kann mir hier nur eine Landezone innerhalb des Missionsgebiets aussuchen. Tja, theoretisch, wenn ich da jetzt hinlaufe, aber das kann jetzt irgendwie nicht Sinn der Sache sein, dass ich jetzt ins Missionsgebiet zurückkehren... Ah, das klang gut. Mission complete. Oh, Extraction endlich. arrived at Mother Base. All right, mission complete, boss. Maybe you'll actually break a sweat next time, huh? Yeah, Rang A, coole Sache. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ah, geschafft. Das war jetzt ja dann nochmal heikel geworden.
dass die aber auch dann jetzt manchmal so gepanzert sein müssen, diese Typen. Das ist doch doof. Kann man die gar nicht so schön abschießen. Skullface Ziel. A+, okay. Ja, ist schön, 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 schön. Ja gut, der Rest ist zu Boss, vernachlässigen. as we suspected, the mastermind behind the kid's escape was Eli. It's hard to believe, but apparently he'd been plotting an armed uprising against us. He could be hiding something else too. Ocelot's gonna press him for answers. Get back here as quick as you can. Boah, das kleine Dreckskind, diese Made. Na, mal gucken. Jetzt bin ich ja mal... Also jetzt will ich wirklich wissen, was hier abgeht. Wenn der Ocelot sich der Sache annimmt, dann kann es ja nur klasse werden. Where is he? I told you. Your father's not here. They're back. Yes, they're back. But don't get any bright ideas. Your quarters are under full surveillance. Your weapons privileges have been suspended. No more uprisings for you. Did you really think it would be that easy, Commander? You'll get your boys back. They'll even see the boss, too. First, I need to know what you sent them to do. They wanted to leave. To their homelands. They wanted to go home. That's all. So they were just homesick then. Not quite. Military warlords, PFs, the armies that murdered their families. Cousins, brothers, parents. They all had someone they wanted to kill. I told them, last chance to face the world with no regrets. Last chance. You better be ready for your drag back here. Ready to face the world as enemies. No! I'm not like you! Goodbye, Father. I don't need you anymore. Was Ralph really an accident? Or did Eli just rig it to stir up the boys? Either way, he had to have been planning for this all along. Bidding farewell to the world. Oh. Alter. Das Kind, das ist ja... Der hat sich jetzt echt Salanthropus geklaut. Oh, ich leiste mir bloß mal aus, Papi. Bringst du dann wieder? Alles klar. Der hat doch nicht mal einen Führerschein, ey. Boss, we're looking for the kids in Salanthropus, but there's still no sign of them.
We don't know if the chopper pilot is alive either. What have we gone and put in the hands of those kids? We don't know how bad this is until we find them. Also, regarding our Caution, concerns rain about Eli, approaching. I finished looking into whether or not he's a product of that project. I have an answer. I put it on tape. Give it a listen. Ja, ich denke, das sollten wir uns Boss, auf alle I've Fälle noch updated the anhören. mission list. We've received some new job offers. The details are on your iDroid. Ja, ist okay. Alles klar. Weil, erstmal, an sich kennen wir ja die Antwort. Ich meine, diejenigen, die die Serie kennen, wissen, dass Eli ja quasi der spätere Liquid Snake wird und demzufolge unser Sohn sein muss. DNS-Test. Boss, we've got the results of Eli's genetic tests. We can finally put this worry behind us. We used the PCR technique and conducted DNA fingerprinting of the copied DNA sequences. Neither is mainstream science yet, but the concepts and procedures are sound. Both tests say there is 0% chance that the two of you are blood relatives, meaning the results are negative. Was? He's not your son, nor is he your clone. He's just another person. It was 12 years ago that Zero made plans to clone you. Eli's age and appearance certainly are a good fit. I admit the first time I saw him, I did a double take. But it looks like we were worried for nothing. Eli isn't your clone. Though you might still have one somewhere out there. But if Eli isn't the boss's clone, why does he seem so obsessed with him? Not to mention having one hell of an attitude for his age. I don't know. Learning the truth about himself, cursing the fact he's a clone, bearing a grudge against selfish adults, and coming to hate who he was cloned from. Big boss. If that were really the case, I could understand it. I might even feel a bit sorry for him. But no clone could have a totally different DNA fingerprint. And the test left no room for error. You yourself were there when we drew Eli's blood sample. Come to think of it, when we went to OKB-0, he'd snuck onto a chopper and was there. Yeah. He was acting strange even then. Or actually from a little before that time. That was exactly when we began these tests. Maybe he suspected something when we drew the sample, not knowing what we were doing to him, and becoming mistrustful of us. Hard to say. Eli's had an attitude problem from day one. So what is he then? Well, if he's gonna tell us that himself, we'll need to get him to open up more first. Boah, das hat mich jetzt doch ein wenig überrascht. Auf der anderen Seite passt es zu der, was ich schon mal vorher angesprochen habe, zu der Theorie, zu dieser Fantheorie, die ja schon seit Monaten im Netz kursiert. Da werde ich jetzt trotz allem nicht weiter drauf eingehen. Ich sage nur eins: Verpasst auf keinen Fall die nächste Folge. So wie ihr schon in der Vorschau erkennen könnt, wird es sehr interessant werden. Nicht nur für die männlichen Zuschauer. Von daher schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Metal Gear Solid 5. Bis dann.